Chaka. Gewinn. Ja, Gewinne. Die können nichts, das dauert viel zu lang und das ist alles irgendwie bah. Also Metabo, was ist denn hier los? SSEP 18 LTX BL MVT? Finde ich mega und das beim zweitgünstigsten Modell, das ist echt toll. Ich kann eine Sache in Perfektion. Hier ist einfach genau gar nichts. Nix. Metabo macht hier einige Sachen anders und viele Sachen richtig. Gerüttel und Gezappel. Testen. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute Säbelsägen an. Und zwar die großen amtlichen Säbelsägen mit 18 Volt. Und zwar haben wir heute auch zwei Neuigkeiten und Neuheiten eher. Und zwar von Metabo gibt es eine neue Säbelsäge und von Bosch auch. Wie die beiden Säbelsägen sich schlagen, das werden wir heute in diesem Video rausbekommen. Denn wir werden testen. Und zwar auf Zeit testen, was sie können und wie gut das Ganze funktioniert. Das heißt, wir werden hier schon einen amtlichen Baumstamm durchsägen. Auch einen ordentlich großen ordentlich großen Balken, 14 x 14, auf Zeit 10 Schnitte machen. Wir werden hier an dem Rohr hier rumsägen und wir werden natürlich auch noch etwas größere Dinge sägen. All das heute in diesem Video. Wie immer kannst du heute etwas gewinnen und zwar dieses Mal kannst du die neue Säbelsäge von Bosch gewinnen. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wozu benutzt du eigentlich eine Säbelsäge, welche findest du am besten oder wie ist deine Meinung zu dem Ganzen hier heute. Heute also das Thema Säbelsägen. Und bis vor kurzem habe ich bei Säbelsägen immer gedacht, die können nichts, das dauert viel zu lang und das ist alles irgendwie bah. Aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung komplett geändert aus zwei Gründen. Nummer eins, ich habe die neuen Säbelsägen in meiner Hand gehabt, hier, gerade diese beiden hier. Und zusätzlich ist es noch so, dass ich wirklich gute Blätter endlich mal in der Hand hatte. Und ich muss sagen, früher, das macht so einen Riesenunterschied. Denn früher habe ich mit der Säbelsäge gesägt und die waren relativ schnell stumpf, haben ewig gebraucht für alles. Das ist nicht mehr der Fall. Mit modernen, guten Säbelsägenblättern geht das richtig schnell. Falls du dazu das Video sehen möchtest, das verlinke ich dir mal hier oben. Da habe ich zum Beispiel hier auch diese Bahnschiene durchgesägt. Das ist schon der Hammer. Das hier einfach komplett mit einer Säbelsäge hier. All das nur mit einer Säbelsäge, nicht mit einem Trennschleifer. Komplett durchgesägt. Und das Interessante war, danach war das Blatt immer noch scharf. Hat das ohne Probleme gemacht. Nummer zwei, vor kurzem war jemand hier und hat gesagt, Mensch, ich habe Angst vor Kettensägen, möchte mit Kettensägen nicht arbeiten, sondern möchte mit etwas anderem auch mal sowas wie diesen Baum hier mal durchsägen können. Und das ist die einzige Alternative, so eine Säbelsäge wie die hier. Und ich muss sagen, wir haben das Ganze ausprobiert. Und so viel langsamer ist eine Säbelsäge nur auch nicht als eine Kettensäge. Natürlich kann ich nicht unendlich viel damit machen, aber wenn man so normale Dinge bis zu diesen Größen hier macht, ist eine Säbelsäge eine echte Alternative. Und deswegen sollten wir uns heute die Sägen angucken. Und wir haben heute hier vor Ort Metabo, Milwaukee, Bosch, Makita und Dewalt. All diese Sägen werden wir heute uns anschauen und vor allem wollen testen und wollen mal schauen, wie schlagen die sich eigentlich. Aber erst einmal die übliche Frage, was kosten die eigentlich? Wie gewohnt ist das Ganze natürlich schon in Reihenfolge aufgebaut. Wir haben hier Makita mit 180 €, Milwaukee mit 220, Dewalt mit 240, Bosch schon mit 290 € oder Metabo mit 340 €. Aber gerade bei den beiden würde ich sagen, schaut unten in der Videobeschreibung in den ehrlichen Preisvergleich oder auf gotools.de vorbei, denn bei den beiden ist es so, die sind so neu, da kann der Preis noch nach oben oder unten, rechts, links, hin, her, irgendwo hinschwanken. Ja? Das ist noch zu neu, um das genauer zu sagen. Aber welche Geräte haben wir hier eigentlich? Wir haben hier die Makita DJR 187, die Milwaukee M18 One FSZ, die Dewalt DCS 386, die Bosch GSA 18V28 und die Metabo SSEP 18 LTX BL MVT. Also Metabo, was ist denn hier los? Das Gerät von Metabo heißt wirklich SSEP 18 LTX BL MVT. Ja, also man kann das auch noch in E75, B3, E5 auf E77 Läufer auf Bube und das Herz Karo Dame fällt um und jetzt haben wir Skat. Was ist denn hier los, Freunde? Was ist denn das für ein Name? Ich meine, Makita mit DJR 187, das ist höchstens mal ein Name, was immer das zu bedeuten hat, aber SSEP 18 LTX BL MVT? Mann. Also hat natürlich alles
auch seine Richtigkeit, ist eine Säbelsäge, 18 Volt, LTX steht für maximale Power, BL für Brushless und MVT für das Antivibrationssystem. Aber ganz ehrlich, in einem Namen schwierig. Ja? Egal, jedenfalls ist das Gerät hier von Metabo eine Neuheit. Ja? Da steht auch ganz groß auch noch Brushless drauf, das ist ein Brushless-Gerät, wie übrigens alle Geräte. Und natürlich auch von Bosch hier, die GSA 18V28, auch ein niegelnagelneues Gerät, mit dem ich schon einige Sachen gemacht habe und das richtig Spaß macht. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal, lasst uns mal die technischen Daten angucken. Wie gewohnt sehen wir jetzt hier mal alle technischen Daten mal wieder. Und eigentlich ist es so, dass diese Geräte nur 3 Daten haben. Ja, im Detail gehen wir gleich nochmal durch, weil es gibt doch ein paar mehr Unterschiede, aber eine der Hauptthemen bei den Geräten ist die Hublänge. Das heißt, wie lang ist eigentlich der Stab, der vor und zurück fährt für das Sägeblatt. Weil nehmen wir mal an, wir hätten einen Hub von 10 mm, wird immer nur 10 mm so zack, 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 zack. Jetzt nehmen wir mal theoretisch an, wir hätten einen Hub von 10 cm, wird es so weit immer vor und zurück fahren, hier auf dem Werkstück, und dementsprechend hätte man auch einen sehr hohen Abtrag. Das heißt also, der Hub hat schon einen großen Unterschied zusammen mit der Geschwindigkeit des Gerätes. Ja, also wie schnell kann er denn vor und zurück dann entsprechend hier den Stab ziehen. Ein anderes Thema ist auch das Thema Gewicht. Dementsprechend ist es so natürlich, je schwerer es ist, umso ermüdender ist es für dich. Was hier, glaube ich, in der Tabelle nicht stand, war das Thema Vibration. Weil Vibration auch ein sehr schwieriges Thema ist. Die Hersteller messen das immer total unterschiedlich, Vibrationen hier, da. Deswegen werde ich dir sagen, wie wir die Vibrationen gespürt haben bei unserem Test am Ende des Videos. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz die einzelnen Geräte durch. Wollen wir die ganz kurz uns mal anschauen, weil so viel gibt es ja auch gar nicht, und dann wollen wir testen, oder? Fangen wir mit Makita an, und hier ist es so, dass wir hier unten einen Hebel haben, den können wir lösen. Dann können wir hier entsprechend das Schild hier entweder ganz rausnehmen, wenn wir es wollen, das macht aber gar keinen Sinn, aber wir können es verstellen. Von ganz drin auf meinetwegen auch ein bisschen weiter nach vorne, so, fest, ja, und dann haben wir es hier dran. Finde ich super Lösung. Schön einfach und fertig. Genauso, komm bitte ein bisschen dichter, ist es so, dass wir hier ja, einfach drehen können und dann können wir das Blatt rausnehmen, wieder reinstecken und Blatt ist fest. Du siehst, super einfach. Das nächste, wir haben hier einen Griff bzw. einen Haken zum Festhalten, also nicht zum Festhalten für dich, sondern um es irgendwo eine Leiter reinzuhängen, in einen Ast oder ähnliches, um es mal kurz abzulegen. An sich haben wir den sogenannten Pistolengriff, ergo wir können hier in einer Linie arbeiten und haben hier recht gute Kontrolle, was sehr wichtig ist bei so einer Säge, weil du möchtest auf jeden Fall hier gute Kontrolle haben. Hier ordentlicher Griff, kannst du gut umfassen, und dann gibt es zu der ganzen Säge eigentlich nur noch eine Sache zu sagen, und zwar der Hebel hier oben, nämlich wir haben eine Geschwindigkeitskontrolle, wenn wir hier drauf gehen, und zwar, seht ihr das hier vielleicht? Hier ist es jetzt auf 1, dann ist da der weiße Hebel, dann hier ist es gesperrt, ich kann jetzt hier nicht mehr drauf drücken, oder ich drücke so, dann haben wir die Geschwindigkeit 2. Das heißt, die Säge hier hat grundsätzlich erstmal 2 Geschwindigkeiten und auf denen ist sie fest eingestellt. Du kannst natürlich mit dem Hebel hier ein bisschen was machen, aber eigentlich machst du immer nur eine Sache, 2 Vollgas und dann geht es voran. Kommen wir zu Milwaukee. Eigentlich ein echt schönes Gerät, und interessant ist, dass es das zweitgünstigste Gerät, aber es hat als einziges noch eine richtig gute, schöne Geschwindigkeitsvorwahl zusammen mit Metabo. Denn hier ist es so, wir haben hier ein Bedienfeld, und zwar hier unten. Wir haben hier ein Bedienfeld, können hier drauf drücken und können jetzt sagen, okay, ich habe hier erstmal 1, dann 2, dann 3. Habe hier also 3 verschiedene Geschwindigkeiten. Diese Geschwindigkeiten kannst du nicht nur am Display aussuchen, sondern du kannst auch entsprechend in deiner App auf dem Telefon oder mit deiner App auf dem Telefon dich verbinden mit dem Gerät und kannst dort die Geschwindigkeiten auch oder die einzelnen Stufen für dich anpassen. Du kannst also genau sagen, was ich 1900 Umdrehungen oder Hübe möchte ich haben oder. Das kannst du genau für dich einstellen. Finde ich super. Dann gibt es noch eine Funktion bei der Säge, die man erstmal nicht sieht, und wir haben das getestet, und dann, wir haben die Sägen schon, der Test ist ja schon gelaufen, ja? Wir haben das schon gemacht, und dabei haben wir gemerkt, hä, was ist das? Und zwar haben wir hier einen sogenannten Kipp- oder Fallschutz. Ergo, du hast jetzt die Säge und arbeitest hier so. Moment, wir nehmen das hier größer. Natürlich, wir wollen richtig wissen. Und wenn du jetzt hier einen Widerstand hast, und also die Säge merkt, sie sägt wirklich und kippt dann durchs Holz durch, also kippt dann runter, dann stoppt das Blatt. Wir haben hier also so eine Art,
so eine Art Kickback-Control. Also das ist nicht dasselbe, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das heißt also wirklich der Leerlauf, so ich habe gesägt, Ast ist durch, bap, und damit ich hier nicht unten mir einen Fuß säge oder sonst irgendwas anderes, stoppt dann die Säge. Finde ich mega und das beim zweitgünstigsten Modell, das ist echt toll. Kommen wir zum nächsten. Wir können hier auch genauso das hier rausnehmen und zwar werkzeuglos. Wir haben hier unten einen Knopf, ja, da drücken wir drauf, hier und auch auf der anderen Seite. Einfach draufdrücken und dann können wir das hier rausziehen oder wieder reinstecken. Ja, reinstecken. Also es geht wunderbar, fest und das war's. Super Sache. Andere Sache, wenn wir gerade hier sind, wir haben hier einen Hebel, können hier das Ganze auch aufziehen, Blatt wechseln, wieder rein und Hebel wieder rein. Eine echt super intuitive Sache. Wir haben auch hier etwas zum Festhalten oder zum Einklinken, besser gesagt. Runter, haben die Pistolengriff und ich würde sagen, das war's eigentlich. Ja, zum nächsten Gerät. Kommen wir zu Dewald und diese Sache kann eine Sache in Perfektion und zwar Minimalismus. Diese Säge kann eigentlich gefühlt nichts außer sägen. Also man kann hier keine Geschwindigkeit einstellen. Man kann das hier auch nicht verstellen, dann nochmal nach vorne stellen. Ganz ehrlich, mache ich persönlich auch sowieso nie. Ich mache das Ding maximal rein, um die maximale Tiefe hier zu haben und arbeite los. Es gibt natürlich Situationen, wo es Sinn macht, das nach vorne zu stellen. Sei es drum. Wir haben hier eine schöne Blattlöseoption. Wir haben einfach einen Hebel. Können den Hebel hochziehen, Blatt raus und dann hier entsprechend wieder rein, Hebel runter und das war's. Ansonsten haben wir hier am gesamten Gerät nichts mehr, was wir einstellen können. Hier ist einfach genau gar nichts. Nichts. Gar nichts. Nichts. Wir können also keine Geschwindigkeit einstellen, kein nichts, kein gar nichts. Das Einzige, was interessant ist, und möchte ich nochmal erwähnen, ist, dass alle 3 Sägen, die wir vor uns angeschaut haben, hier vorne eine LED haben. Das hat das nächste Gerät nicht. Moment, bevor wir zu Bosch kommen, eine wichtige Sache. Und zwar, hier haben wir einen 54 Volt Akku drin. Das ist aber ein 18 Volt Gerät. Wir haben das Ding nur genommen, also den 54 Volt Akku, weil er gerade hier lag. Da kannst du ganz normal deinen 18 Volt Akku reintun. Das ist ein ganz normales 18 Volt Gerät, was natürlich auch kompatibel ist zu einem 54 Volt Akku. Deswegen habe ich es hier drin. Denk dran, bei Dewald kannst du immer den 54 Volt in den 18 Volt reintun, aber den 18 Volt nicht in das 54 Volt Gerät. Kommen wir jetzt aber zu Bosch. Hier ist es so, wir haben hier wirklich keine LED hier vorne. Ihr seht das, nichts vorhanden, nichts dran. Okay, ist halt so. Ob das jetzt wirklich relevant ist bei einer Säbelsäge, ich weiß nicht, eigentlich nicht. Nächstes Thema, hier vorne haben wir aber den Fuß oder den Schlitten, den können wir hier, oder einen Anschlag, wie auch immer, den können wir hier aber verstellen, aber nur mit einem Innensechskant. Und zwar haben wir hier einen Schlüssel dafür an der Seite drin und müssen hier unten entsprechend das Ganze lösen. Ja? Hier müssen wir es lösen, dann können wir es rausziehen und dann geht es auch schon los. Zusätzlich haben wir hier auch wie bei den anderen Geräten einen entsprechenden Griff, eine Halterung, einen Haken, das ist alles da. Ja. Wir können hier keine Geschwindigkeit einstellen, das geht nicht beim GSA 18V28, das funktioniert nicht, aber was ich hier einstellen kann, ist den Hub. Ich kann hier sagen, das Ganze einfach nur gerade, ja, oder hier kann ich den Pendel mit dazu einstellen, ja, dann hat er ein bisschen mehr Biss, noch mehr Vortrieb. Eine Sache noch, und zwar das Gerät hat einen Procore-Akku drin, weil es von einem Procore wirklich profitiert und dann noch den letzten Rest Power hat. Du kannst das Gerät aber auch ganz normal mit einem normalen 18 Volt Akku betreiben, dann hat es meinetwegen 80 oder 85% der Leistung. Insofern keine Scheu, das funktioniert trotzdem und wir haben auch trotzdem genügend Vortrieb. Und jetzt gehen wir zu Metabo. Da gibt es einige interessante andere Funktionen. Kommen wir also zu Metabo. Metabo macht hier einige Sachen anders und viele Sachen richtig, muss ich sagen. Fangen wir mal vorne an. Und zwar erstmal haben wir hier einen amtlich großen Griff. Hier können wir auch dran ziehen, das nach oben und dann können wir hier entsprechend das auch verschieben. Ja? Werkzeuglos einfach dran, ja, ran und Feuer. Ja? In unserem Fall stellen wir es mal ganz nach unten wieder. So, dann haben wir hier auch das Thema Werkzeugwechsel. Und dann gehen wir einfach hier drauf, ziehen das zur Seite, können das hier entsprechend, Moment, eine Hand hier, können das entsprechend jetzt hier rausnehmen, können das wieder einsetzen, ja, und los geht's. Das kann man auch mit Handschuhen machen, finde ich eine super Sache. Ach, apropos mit Handschuhen. Bei Bosch ist es so, dass wir hier so einen großen Griff nicht haben. Hier müssen wir hier an dem drehen. Also das ist mit Handschuhen ein bisschen schwieriger. Wir müssen hier drehen, raus und rein und dann funktioniert das Ganze auch. Moment, festmachen, so. Und hier müssen wir also da ein bisschen mehr in die Tiefe reinfummeln. Bei anderen hatten wir einmal einen größeren Griff außen, haben wir bei Bosch so nicht.
Okay, jetzt haben wir erstmal den vorderen Teil. Dann, wie bei Bosch, können wir hier auch einstellen, dass hier das Ganze linear läuft oder hier als in der Pendelbewegung. Ja, einfach runter oder hoch, um noch mehr Biss zu haben. Und wenn wir hier gerade sind, haben wir hier eine tolle Sache. Und zwar können wir hier stufenlos die Geschwindigkeit einstellen. Ja? Wie das Gerät arbeiten soll. Erstmal Stufe 1 und Stufe 6. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ansonsten haben wir wie immer auch den Haken oder Griff, wie ihr das halt noch so nennt. Und man muss aber sagen, dass das Gerät von allen, glaube ich, das schwerste ist. Also es liegt relativ schwer in der Hand. Mehr gibt es hier aber eigentlich nicht zu sagen. Genau, mehr ist es nicht. Und jetzt wollen wir mal lostesten. Test Nummer 1. Da würde ich sagen, fangen wir mal hier an. Und zwar, nee, machen wir nicht. Test Nummer 1 machen wir eher hier. Und zwar unseren Balken. 14 x 14 cm. Und jetzt schauen wir mal, wie lange die Geräte brauchen. Denn wir machen Folgendes. Und zwar mit genau diesem Blatt, was wir hier drin haben von Bosch Expert. Ein Blatt speziell für Holz. Wenn wir jetzt hier 14 Schnitte machen in dieses Holz, 14 x 14, habe ich eben 14 Schnitte gesagt, 10 Schnitte machen in dieses Holz, und wir mal schauen, wie lange wir entsprechend brauchen. Und das Ergebnis ist wirklich sehr interessant, aber seht selbst. Hier haben wir nochmal unseren amtlichen Balken, das heißt Konstruktionsvollholz hier 14 x 14, aber weiches Holz. Und da ging es dann entsprechend durch 10 Schnitte. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, ist es so, dass das Ergebnis schon recht spannend ist, wie groß auch der Unterschied ist zwischen Geräten in der Dauer für 10 Schnitte. Aber erstmal, wenn ihr wissen wollt, welches Blatt das ist genau dieses hier, Bosch Expert Tough Wood. Das Blatt verlinke ich dir auch mal unten in der Videobeschreibung, falls du wissen willst, welches das ist. Dann kannst du einfach raufklicken und da hast du das passende Blatt. Es geht mir aber weniger hier um genau dieses Blatt, sondern nur den Hinweis, dass wir hier alle dasselbe Blatt genommen haben. Das heißt, alle Sägen haben genau dasselbe Blatt bekommen. So, und für dich hast du auch, ich sag mal, da oben die Tabelle, wer hat denn wie abgeschnitten. Und zwar Platz 1 ist Metabo mit rund 2 Minuten 30, die genaue Zeit steht hier oben. Dann kommt Platz 2 Milwaukee mit 2,35, also hier unsere Milwaukee, die zweitgünstigste, hat hier die zweitbeste Zeit. Wobei man jetzt wiederum sagen muss, dann kommt, glaube ich, Dewald mit 2,56. Hier unser Dewald, dann haben wir Makita und Bosch entsprechend hier auf einem Punkt. Aber wenn man jetzt sagen muss, okay, 2,30 zu 3 Minuten, also 30 Sekunden Unterschied bei 10 Schnitten, das ist echt nicht viel. Das kann man in Summe eigentlich vernachlässigen, sodass ich sagen würde, eigentlich haben sich da alle annähernd gleich geschlagen. Insofern ein toller Test. Was man aber sagen muss, war Folgendes. Und zwar, man hat bei 2 Maschinen etwas gemerkt, was anders war. Und zwar bei Bosch war die Vibration viel geringer als bei allen anderen Geräten. Und die größte Vibration hatten wir übrigens hier bei Makita. Makita, das war nicht angenehm damit zu arbeiten. Das war so ein Gerüttel und Gezappel. Ja. Hier bei Bosch ist es so, dass sie schon viel vibrationsärmer arbeitet. Am vibrationsarmsten, ein merkwürdiges Wort, war es aber bei Metabo. Hier ist es so, dass es noch ein Stückchen besser war als bei Bosch und wirklich, also gefühlt, man kann nicht sagen, keine Vibration, das ist eine Säbelsäge, ihr wisst, was ich meine, aber die sitzt wirklich sehr, sehr, sehr ruhig in der Hand. Eine Sache ist mir persönlich aber aufgefallen beim Benutzen,
Und zwar, hier ist es so, dass sich das Ganze sehr stark verjüngt nach hier vorne. Und meine Hand kann hier nicht bequem zwischensitzen. Also hier dazwischen. Hier, das hier ist ein bisschen zu viel. Wenn ich das hier greife, ermüde ich dann mit der Zeit. Das persönlich finde ich bei allen anderen besser. Wenn hier zum Beispiel bei Bosch kann ich hier schön rumgreifen, auch bei Dewalt und so kann man da etwas besser greifen. Bei Makita, bei Milwaukee alles dasselbe. Nur hier, sage ich vom Griff her, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ganz klar, hier war es so, dass Metall am schnellsten war, am wenigsten Vibrationen hatte. Und das Thema Vibration sollst du auf jeden Fall mit in den Kopf nehmen, denn wenn du damit auch mehr als 1 oder 2 Schnitte machst, dann ist das Thema Vibration sehr wichtig. Nächstes Thema, jetzt geht es los zu was ganz anderem, und zwar so ein Rohr. Ja, wir wollen so ein Rohr schneiden, und zwar haben wir hier eine amtliche Größe hier von 2 mm Wandstärke und wollen hier einmal schnell durch und machen 2 Schnitte, mal gucken, wie lange das dauert. Wie eben, das ist so, zeigen wir mal hier oben kurz die Zeiten und wir sehen eigentlich gar keinen Unterschied. Alle sind gleich schnell durchgekommen. Ja, theoretisch mal 10 Sekunden, mal 15 Sekunden, aber bei diesem Rohr ist es so, dass es eigentlich so ein bisschen Glückssache ist, weil in dem Moment, am Anfang tänzelt das Blatt ein ganz kleines bisschen drauf rum und dann geht es los und dann habt ihr auch gesehen, dann schneidet er auch wumm, hier durch innerhalb von Sekunden. Und hier ist Folgendes interessant. Das ist für mich auch eine Sache, wo ich sage, Säbelsägen machen auf einmal richtig Sinn, weil normalerweise würdest du sowas hier eigentlich machen mit so einer, kennt ihr noch diese schönen Metallsägen, diese Bügelsägen mit Metall? Boah, habe ich das gehasst früher. Das macht ja gar keinen Sinn. Also nimmst du einen Trennschleifer, einen Winkelschleifer, ja, und machst hier dann rum. Aber beim Winkelschleifer hast du sehr viel Funkenflug, musst genau aufpassen, was du machst und so weiter. Viele sind auch ein bisschen nervös mit Winkelschleifern, wollen das nicht nehmen. Wie kriegt man dieses Rohr durch? Und da kannst du einfach mit der Säbelsäge arbeiten. Oder auch wenn du sehr bodennah arbeitest, ja, kannst du mit der Säbelsäge das Blatt auch ein bisschen vergewaltigen, indem du es so ein bisschen biegst und dann zack, 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 trotzdem durchkommst. Dafür ist das echt mega. Und ich weiß aus einigen Gesprächen mit der Industrie, dass viele in der Industrie aus Sicherheitsgründen, ja, ihrem Personal eher jetzt inzwischen Säbelsägen geben als Winkelschleifer, um entsprechend leiser zu arbeiten und vor allem verletzungsärmer und mit weniger Funkenflug und weniger Dreck zu arbeiten. Sehr interessant. So, zusätzlich sehen wir auch Folgendes. Wir haben jetzt dieses Blatt genommen, Medium Thick Tough Metal. Und das Interessante ist Folgendes, wir haben das Rohr ja einfach so durchgesägt mit dem hier. Alle haben ein niegelnagelneues Blatt bekommen, nochmal ganz wichtig. Und interessant ist, hier sind ja Carbide-Zähne drauf und diese Carbide-Zähne sind nach dem Sägen hier noch immer scharf. Und ich habe euch ja vorhin die Bahnschiene gezeigt. Hier haben wir den Test gemacht und haben eine komplette Bahnschiene mit so einem Blatt durchgesägt und haben dann immer noch ein scharfes Blatt gehabt. Ja? Ich merke das jetzt hier immer noch, das ist richtig scharf. Und das ist etwas, was gab es früher nicht. Also ich sage mal, vor 5 oder vor 10 Jahren, die Säbelsägenblätter, die ich von da kenne, das war einfach das war nicht schön, das hat keinen Spaß gemacht. Genauso wie jetzt hier mit denen, das sind ja auch wirklich sehr, sehr scharfe Blätter, die dementsprechend auch einen schnellen, guten Abtrag haben. Ja. Aber erstmal der Test im Metall war überhaupt kein Problem, alle Sägen, guter Job. Und jetzt geht es weiter, jetzt machen wir den nächsten Test und zwar unser Baumstamm. Ja. Bei unserem Baumstamm machen wir 3 Schnitte hier durch, das sind 23 cm und schauen mal, wie die Sägen sich dann darschlagen.
Wie ist das Ganze aber ausgegangen? Du hast gesehen, das funktioniert. Alle Sägen sind dort durchgekommen. Und vor allem, das ist das, was ich vorhin sagte, es ist eine echte Alternative zu einer Kettensäge. Ja, bei einer Kettensäge brauchst du Schutzanzug, also Schutzkleidung, musst genau auch wissen, wie du so eine Kettensäge benutzt, weil da kannst du echt schnell sehr viel Schaden mit anrichten. Das ist bei solchen Sägen hier, bei Säbelsägen, schon etwas einfacher in der Handhabung. Aber wer hat eigentlich gewonnen? Hier ist es so, wir haben auch hier wieder die Zeiten eingeblendet. Wir haben Metabo auf Platz 1, dann Milwaukee und Bosch sehr nah aneinander. Dann kommt auch schon Dewald und Makita. Ja? Auch hier hat sich wieder eine Sache gezeigt, und zwar, dass die beiden Sägen von Bosch und von Metabo sehr vibrationsarm sind, aber auch die Metabo, muss man ja sagen, hier mit 2,55, zumindest jetzt, was ich jetzt erstmal sehe, vorläufig, zu entsprechend 3,30 oder 3,46, also bei Bosch zum Beispiel fast eine Minute länger oder bei Dewald mehr als eine Minute länger für denselben Test. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ja? Insofern zieht die Metabo ganz schön los und vor allem mit wenig Vibration. Ja? Letzter Test ist folgendes, und da muss ich jetzt noch mal ran. Und zwar haben wir vorhin gemerkt, Mensch, unser großer Block hier ist langsam ganz schön abgenutzt hier hinten. Ja, und wir werden jetzt Folgendes machen, oder ich werde jetzt Folgendes machen. Ich gehe jetzt einfach mal mit einem niegelnagelneuen Blatt hier einmal sauber nach unten durch. Und wir messen auch dort die Zeit. Du hast gerade gesehen, wie ich das hier gesägt habe, und vor allem hast du gesehen, am Ende auch nochmal, wie ich hier wirklich diese amtliche Schraube hier einfach, du siehst hier, die war auch wirklich hier drin, einfach mit durchgesägt habe. Hierzu habe ich genommen ein Multimaterialblatt, genau, das S1167XHM. Bei dem Blatt ist es so, dass wir hier einfach so Material nehmen können, wo Metall und Holz gemischt ist. Ja? Gerade zum Paletten zu auseinandersägen ist das ein mega Blatt. Haben wir schon einige Male mal ausprobiert, und da geht so eine Palette weg wie nix, wenn sie halt nicht mehr zu gebrauchen ist. Ja? Ansonsten wollte ich aber jetzt mal ausprobieren mit allen Sägen, dass ich nicht mehr dasselbe Blatt nehme, sondern auch mal ein etwas anspruchsvolleres Blatt, weil hier natürlich die Zähne kleiner sind, um halt auch Metall oder Holz zu sägen. Aber das Ergebnis ist so ein bisschen auch das gleiche wie bei allen anderen. Wir haben hier wieder wie immer hier oben die Ergebnisse. Metabo Platz 1 mit so um die 50 Sekunden. Dann haben wir Milwaukee Platz 2 mit 1 Minute 4. Dann kommt Dewald 1 Minute 12, Bosch 1 Minute 16 und Makita weit abgeschlagen. Da muss ich übrigens noch drüber reden, mit 1 Minute 42. Die Makita hat sich so gequält, die ist mehrmals stecken geblieben. Die ist wirklich so, als wenn du sagst, und konnte nicht mehr. Ich dachte zuerst, der Akku ist alle, aber nein, ist es nicht. Der Akku hat ganz normal hier immer noch seine 2 Sterne, wie man so schön sagt, oder 2 Striche, aber er ist auch gut warm geworden, muss ich sagen. Ja. Man hat aber gemerkt, je länger ich gesägt habe, umso weniger Kraft hatte die Makita. Jetzt als Fazit von mir. Es ist so, dass alle Sägen, ja, ich stelle sie mal noch ein bisschen wieder hier hin, alle Sägen haben schon Spaß
Spaß gemacht. Aber man muss klar sagen, dass die Metabo ist am schnellsten gewesen in der Regel und die Metabo war auch, hatte auch die wenigste Vibration. Also muss man wirklich sagen, ist ein brutal gutes Gerät. Aber wir erkaufen es auch so ein bisschen mit dem Thema Gewicht. Ansonsten von der Vibration her kann ich nur sagen, dass Bosch auf Platz 2 auf jeden Fall dahinter war und mir persönlich ist Vibration hier am nächsten. Was ich auch erstaunlich fand, war aber wirklich auch die Milwaukee, hat immer extrem schnell durchgezogen, hat etwas mehr vibriert, auch auf jeden Fall als Metabo und aber auch als Bosch, war aber super schnell. Und hier kannst du natürlich auch wieder die Zeiten einstellen, ja? Nicht die Zeiten wäre lustig. Hier kannst du die Geschwindigkeit einstellen. Am Ende bin ich gespannt, was ihr sagt. Schreibt das mal unten in die Kommentare. Was ist eure Meinung nach das beste Gerät? Finde ich mega spannend. Denkt dann auch in den Werkzeugvergleich. Reingehen, klicken, da sind nochmal alle Daten auf einen Blick. Und für jeder Kommentar hier unten kann er gewinnen. Denkt dran, nicht 250 €, sondern hier, diese Säbelsäge gibt es ja hier zu gewinnen. Übrigens, weil ich es so lange nicht mehr erwähnt habe, zu dem Thema Gewinn, wie sagt man das so schön? Gewinne. Ja, Gewinne. Nein, Teilnahmebedingungen und so weiter findest du alles auch unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link, kannst du raufklicken und da siehst du auch, wer gewonnen hat und so weiter und so fort. Jetzt kann ich nur noch sagen, ja, für dich ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal und ich muss ja erst ein bisschen die Hand entspannen wieder.